Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag für das Kollektiv hier so mitbringt. Oh, unser allerliebstes Thema, Loslassen. Ich habe mir in der letzten Zeit sehr viele Gedanken darüber gemacht, warum wir das ganze Leben immer wieder loslassen müssen. Ich bin auch auf eine Antwort gekommen. Wir arbeiten uns praktisch immer so zum Ende hin. Ne? Etwas beginnt, dann ist etwas und dann geht es wieder weg. Und so ist es auch mit unserer Geburt, mit unserem Leben, und wenn wir dann gehen, ist es auch wieder so. Außerdem ist es ja auch interessant, was man alles Neues ins Leben kriegt, wenn man einen Platz schafft, wo wieder Freude, Erfrischung reinkommt. Man darf das Leben verändern, die Denkweise, alles, was man mal dachte, hat vielleicht irgendwann einen anderen Wert, und darum geht es. Ohne loszulassen könnten wir keinerlei Erfahrungen machen, und doch ist es für die meisten schmerzhaft. Hier darf man etwas loslassen, was einen unfrei macht, was einen begrenzt, was einen hindert. Manchmal denkt man auch nur, dass Hindernisse so groß werden, und eigentlich erfordert es nur eine Wahl von uns, eine konkrete Wahl. Dann fällt man wieder in so Gedankenspiralen, ist ziemlich negativ und stellt sich alle möglichen Szenarien vor, die böse sein könnten, anstatt positiv an die Dinge zu gehen und etwas in Angriff zu nehmen, was man denn auch mal möchte. Ja, hier haben wir das eigentlich ganz klar dargestellt. Im Prinzip haben wir hier von den Emotionen her eine Sehnsucht, etwas Sinnvolles im Leben möchte gemacht werden. Man weiß, dass es so viele Dinge gibt, das hatten wir auch gestern schon, es doppelt sich ein bisschen. Und es ist ja egal, was es ist. Manche möchten umziehen, manche möchten was anderes arbeiten. Aber es geht dann darum, eben auch die Dinge nicht vor sich herzuschieben, sondern sich für etwas zu entscheiden und etwas Magie auch ins Leben wieder zu bringen. Klar sehen, den Blickwinkel wechseln, mal die Dinge von einer anderen Perspektive anzugucken. Man dreht sich immer so in diesem gegenwärtigen Moment, ja, und übersieht oft die fast fantastischen Möglichkeiten, die es gibt, weil man den Tellerrand nicht überblickt, weil man nicht versteht, dass es außer dem, was sich im Kreis dreht, auch noch was anderes gibt. Hier kann man aus seiner Einzigartigkeit etwas machen und genau das auch zu überdenken, wo man sich vielleicht an einer Eigenschaft von einem festkrallt und etwas anderes auch unbenutzt lässt. Hier hat sich noch eine umgedreht, das ist die 6 der Fülle. Hier kommt Fortuna und schüttelt das Füllhorn aus. Hier sind unerwartete Möglichkeiten, ein unerwartetes Geschenk, und hier soll man auch nicht zu bescheiden sein, das anzunehmen. Das steht einem ja auch oft im Weg. Auch das könnte eine Eigenschaft sein, die man mal loslassen darf, dass man immer denkt, mir wird das Glück verwehrt, ich komme zu nichts. Immer wenn ich etwas habe, wird es mir wieder genommen. Und hier wird natürlich auch gesagt, wenn der Himmel das Füllhorn über dir ausschüttet, dann teile es mit anderen oder gib etwas weiter von dem Guten, was du selbst empfangen hast.
Wir haben den Frühling, das ist im Jetzt. Hier erfüllen sich Wünsche. Hier kommt das Leben zum Aufblühen, hier geht man in die nächste Phase und wir haben hier schon nochmal das Loslassen. Dieses ewige Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen, engt uns ein, hindert auch daran, dass man sich weiterentwickelt, dass man sich nicht frei fühlt, Dinge zu tun, die es auf der Erde gibt oder auch nicht das zu tun, was wir vielleicht wünschen. Das Ganze ist hier verbunden mit einer großen emotionalen Genesung. Überhaupt wieder offen zu sein für die guten Dinge des Lebens, weil uns ja auch, ja, ich sag mal, viele üble Dinge oder Schicksale präsentiert werden, die uns prägen. Was sagen denn die Karten noch dazu? Es kann losgehen, man ist bereit. Ein perfekter Augenblick auch, um Herzenswünsche umzusetzen. Sich selbst ermächtigen, die Kraft auch zu haben, irgendwie seine ganze Größe zu leben, sich nicht klein zu reden, sich etwas zutrauen. Und unten auch nochmal so, mach dich auf den Weg, gucke mal, was alles möglich ist. Hier sind so viele Möglichkeiten, ich kann es nur wiederholen, das ähnelt sehr dem Orakel von gestern, eigentlich mit anderen Karten, aber fast auch identisch. Wir gucken mal hier mit der Nadine, mit Nadines Karten, den Sorcerer-Karten, was die noch hier mitgeben. Das passt eigentlich sehr gut. Ne? Hier haben wir den stählernen Ritter. Hier ist jemand, der ist sehr prinzipientreu, der ist unnahbar. Der hat ein bestimmtes Schema, der hat vielleicht auch eine gute Bildung genossen, eine gute Erziehung, der hat sehr viel Ehre, aber dieses Gerüst um ihn, diese Ritterrüstung, die lässt aber auch gar nichts zu. Ne? Hier darf man ruhig mal die Rüstung ablegen, man muss sich auch nicht immer so schützen mit diesem ganzen Panzer um sich herum. Und darf mal so ein bisschen auch von den Prinzipien abweichen, die es hier gibt. Denn man verpasst hier unter dieser Schutzrüstung auch Gelegenheiten. Man ist unnahbar, ne? Man kriegt sie hier gar nicht rangetragen, weil der Schutz von außen so groß ist. Ein Wahnsinn, ne? Wir nehmen noch einen Engel, dann lassen wir das so stehen. Wir haben es zweimal gekriegt, irgendwas wird ja dran sein. Und hier haben wir noch den Engel der Balance. Hier gibt es aktive und passive Energie, die ins Gleichgewicht kommen will. Wenn du diese Ritterrüstung nicht loslässt, hast du hier auch so ein erstarrtes Muster. Ne? Da weiß man, was man hat seine Prinzipien, aber es ist halt auch nichts anderes möglich. Und hier möchte Fortuna dich überschütten mit Möglichkeiten, mit allem, was man so braucht. Und der Ritter hier hat sogar noch das Augenschild unten. Er sieht nicht mal diese Möglichkeit. Und ein gesundes Gleichgewicht ist da wichtiger, als sich ständig nur zu schützen und an der Fülle vorbeizuschrammen. Ja, auch ich darf mir das hinter die Ohren schreiben. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Ich drücke euch. Bis morgen.